Jo. Hi, mein Name ist Carsten. Ich bin Area Sales Manager bei Probat und heute will ich euch auf meine kleine Probat-Reise mitnehmen. Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich war immer im Maschinenbau, sagen wir mal, unterwegs, hatte aber trotzdem immer so eine gewisse Affinität zu Kaffee. Und vor 2 Jahren circa hat sich ein Kollege von mir dazu entschieden, eine eigene kleine Kaffeerösterei aufzubauen. Und als er dann sagte, direkt hier um die Ecke gibt es den Weltmarktführer im Kaffeerösterei-Business, habe ich auch kurz innegehalten und gedacht, das hört sich wirklich gut an. Ich mag gerne Maschinen, ich mag gerne Kaffee. Warum soll ich es nicht einfach mal probieren? Und dann habe ich auf die Internetseite geschaut und da war dann die Stelle als Area Sales Manager veröffentlicht und ja, jetzt bin ich hier. Also gerade dieser Misch aus Kaffee und Maschinen ist irgendwie sehr reizvoll, weil man mit dem Endprodukt einfach so viel verbindet. Also es ist ein sehr leidenschaftliches Produkt. Das merkt man auch immer wieder, wenn man mit den Kunden darüber redet. Ganz anders als in Industrien, in denen ich vielleicht vorher auch schon mal unterwegs war. Man sieht sich eigentlich nicht eher so als Wettbewerb, sondern eigentlich eher irgendwie als große Gemeinschaft, von der man lernen kann. Ja, mega. Also ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker, am liebsten schwarz, Kaffeecreme oder Espresso und davon auch reichlich. Ach, meine Reise hier bei Probat ist bisher, ich will nicht sagen kurios, das wäre zu negativ, aber schon, ich sag mal, anders vielleicht, als man die sonst aus dem Verkauf kennt. Ich meine, ich bin jetzt seit kurzem auch Moderator für unsere Live-Sessions, die wir auf YouTube, LinkedIn, Facebook ausstrahlen. Und ja, da hätte ich am Anfang auch niemals mit gerechnet, dass ich da irgendwann mal Teil von bin oder dass es eine meiner Aufgaben sein könnte. Im September zum Beispiel letzten Jahres saß ich in einem Segelflugzeug und habe von da aus moderiert. Das hätte ich vorher nie für möglich gehalten, aber irgendwann saß ich da und habe mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Wenn man jetzt dieses Out-of-the-Box-Denken mal weiterführt, dann ist hier schon einiges möglich in die Richtung. Groß genug ist es auf jeden Fall. Man hat riesen Entfaltungsmöglichkeiten bei Probat in alle Richtungen. Mein Gefühl ist auch immer, dass wenn ich mich in eine bestimmte Richtung entwickeln will, mir auch die Möglichkeit gegeben wird, mich in diese Richtung zu entwickeln. Ja, man muss sich halt, denke ich mal, immer wieder neu hinterfragen und nicht, Prozesse festlegen und sie dann einfach laufen lassen. Wenn man offen ist, wenn man vielleicht auch den Anspruch hat, nicht immer nur da stehen zu bleiben, wo man ist, sondern auch vorangehen möchte, dann hat man bei Probat alle Möglichkeiten, dem auch nachzukommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich würde immer sagen Probat, aber ich höre genauso oft Probat und diese Frage habe ich ehrlich gesagt schon so oft gestellt bekommen. Ja. Aber das ist vielleicht genauso eine Frage, wie trinkst du deinen Kaffee gerne? Das ist ja jedem selbst überlassen. Wenn ich jetzt daran denke, Probat mit New Work zu verbinden, wir haben hier, alle neuesten Standards an Büromaterialien und wenn man die nicht hat, da kann man danach fragen und bekommt sie dann auch. Man hat die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Das in Verbindung mit der Präsenz vor Ort ist, denke ich mal, eine richtig gute Symbiose und um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein, was auch gerade hier vor Ort abgeht. Ja, wenn du mich jetzt fragst, wo ich mich in 10 Jahren sehe, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich mich bei Probat sehe. Ich möchte gerne mitgestalten, die Firma weiter voranbringen und ich glaube, genauso, dass Probat in 10 Jahren bei der Dynamik, die wir momentan haben, auch weiterhin Weltmarktführer sein wird, die Technologie weiter vorantreiben wird, die uns so bekannt gemacht hat. Hoffentlich kann ich dann immer noch die Tasse Kaffee mit meinen Kunden vor Ort am Tisch trinken.